Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. Wie ihr seht, starte ich nicht in dem Haus, wo wir letzte Folge aufgehört haben, denn ich habe mich oft ein bisschen am Friedhof umgeschaut und habe auch ein paar Skulls erledigt. Wir starten jetzt hier, weil ich jetzt nicht unbedingt weitermachen will jetzt. Ohne euch, weil ich nicht weiß, ob ich die Story weiter auslöse, wenn ich jetzt hier weitergehe. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier anfangen. Weil dieses Kreuz sieht mir sehr ähnlich aus wie das, was wir am Startbildschirm sehen. Aber der Friedhof ist voll mit Skulls. Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, wie viele? 5, 6, 7, knappe 10. Habe ich jetzt schon 10 Skulls besiegt. Aber jetzt kümmern wir uns. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. Ist irgendwie anders, heimlich bei Bon A hier. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too
have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Okay. Jetzt sollen wir in die Kirche gehen. Alles klar. Alles klar, wir sollen also echt zur Kirche gehen jetzt. Naja. Probieren wir es aus. Ob uns das irgendwas hilft, wenn wir jetzt beichten. Ich sehe Ratten. Ich muss ein paar Ratten snacken fürs Blut. I can't believe I'm doing this. Naja. Okay, what the fuck? Warum sehe ich hier Blut? Neuer Unterschlupf entdeckt. Ich habe eigentlich nicht so viele EP, die ich ausgeben kann. Zumindest will ich es noch nicht. Patronen. Eine kleine Menge belebendes Blut, mit dem Ausdauer-Sera für Vampire hergestellt werden kann. Ah. Die Ausdauergeneration 15 lang um 100% erhöhen. Okay. Hm. ...200 Schaden. Was hat das am Schluss? 200 Schaden. Basis. 363. 130. 15 Blut. 35 Schock. ...168 Schaden. Das dürfte dann bei 400 sein. 480, holy shit. Naja. Nee, ich glaube, ich gebe halt tatsächlich jetzt einfach meine 1000 Punkte aus. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? 400. Schnellere Regeneration machen wir noch. Ah, ich hätte vielleicht Wissenschaft machen sollen. Na, egal. Wie viel brauche ich denn jetzt für Stufe 2 dann? 2000, okay. Ach du Kacke, kritisch. Erkältung, Bronchitis, Blutarmut, Schöpfung. Ich muss also diesen echt langsam heilen hier. Weil sonst geht der Bezirk noch den Bach runter und zwar übel. Und wir wissen, je tiefer die Kacke von dem Bezirk ist, wird wir nöten?
Okay. Naja, geh mal raus. So. So. Hier bitte. So, da bin ich wieder. Gab kurz eine Unterbrechung, eine kurze. Ich hoffe, das ist die einzige. Es haben gerade unsere Hunde im Garten ein Loch gebuddelt, das musste ich gerade zumachen. So. Ey. Jetzt verpasst. Und warum haben wir jetzt die Witwe Nöten als Quest? Ich hinterfrag's nicht. Aber wenn wir schon am Friedhof sind, bringen wir es dazu, nach Whittleborough zurückzukommen. It's locked. Ach du Kacke, wie komme ich denn hier hin? Wie komme ich da wieder rein? I cannot enter. Bro. Ah, ich komme im Moment nicht zurück. Also echt einmal außen rum gehen. Naja. So. Ich muss schauen, dass ich in diesem Bezirk langsam anfange, die Leute zu heilen. Bronchitis. Erschöpfung. Blutarmut. Alter. Dieser Bezirk darf nicht runter in feindselig kommen. Was er wahrscheinlich aber kommt. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Ah, den Skull machen wir mit. Gut. Hier. So. Mitnehmen. So, einmal ausweichen und Angriff. Passt. So. Hatten wir das schon? Verhindern Sie Ansteckung. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreiten sie durch Tropfen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit.
Ach du Kacke. Gut. Ach komm. Gut. Gut. Ist hier sonst noch was? Wo laufe ich gerade hin? Nö. 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 Ich gehe wieder zurück. Auf dem richtigen Weg. Harry Crane. Best be moving on. Best run along home, sir. I shall fear no evil. Ey, komm. Kacke. Ich versuche wegzurennen. Geht das noch? Gut. Gut. So. Einmal runter. So. Ich bin weg, ich bin weg. So. Bro, what? Gut. Widerstanden, als ob. Auch widerstanden. Wer bist du überhaupt? Du scheinst irgend wichtiger zu sein. So. Wenn der Kampf ewig geht, dann können wir gleich zweimal den... So, jetzt da. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Ja, das ist gar nicht gut. Das heißt, wir haben eine weitere Schwäche. Feuer, Kruzifix. Ah, die Liste wird immer länger. Aber naja, haben wir wenigstens einen von denen mal besiegt. Ja, wir gehen jetzt tatsächlich in die Kirche. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop.
But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Okay, was war das gerade? There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. So, ihm muss ich was geben. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Alter. Have you any news? It's a goodbye. Ich will ihn heilen. Wieso kann ich das nicht? Farewell. Habe ich nichts in der Hand? Ja, wieso kann ich ihn nicht heilen? Good evening. Have you any news? It's a Bro, wieso kann ich ihn nicht goodbye, heilen? Mr. Darby. Doch, ich kann. Ich hab's vergessen, wie es geht. Hier. Wieso? Hä? Muss ich wohl Goodbye, anders Mr. suchen? Darby. Farewell. Kann ich sie wenigstens heilen? Good evening. Change your mind, Mr. Reed? What do you know about Nurse Crane and her dispensary? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them, in case bad things happen. Okay. Wieso kann ich die nicht heilen, Mann? Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism?
How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Ich würde gern heilen. Hallo. Wieso geht das nicht? Geht das nur, wenn ich alle Ergebnisse habe? Moment. Habe ich hier irgendjemanden, wo ich alle habe? Petrescu. Goodbye, Miss. Ich habe absolut keine Ahnung, Bro. You? So. Have you? I saw her wandering the streets. Yesterday, I think. She didn't recognize me. People say she's lost it. It's a sad story. Wieso kann ich die Leute nicht heilen? Goodbye, Mr. Peterson. Naja. Ich hab's versucht und kann es gerade im Moment nicht. Gut, dann würde ich sogar tatsächlich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir zurück zum Krankenhaus. Ja, zum Krankenhaus. Oh, Moment. Ist der mit der Bronchitis? Ja, probieren wir es mit dem Typen, der Bronchitis hat. Muss ich dafür alle Geheimnisse haben? What are you doing here? I could ask you the... I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Tell me everything you know. I do. Habe ich was gegen Bronchitis? Alter, ich habe absolut keine Ahnung. Mr. Petrescu. Ich muss kurz gucken. Naja, ich beende die Folge hier und ich probiere mal off-cam, ob ich rausfinden kann, wie man die Leute heilt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.